Beratungen finden fast immer in Innenräumen und im Sitzen statt. Und warum eigentlich? Viele Menschen fühlen sich wohler, wenn sie sich beim Reden bewegen können oder wenn sie draußen in der Natur sein können. Mein Name ist Sigrid Awad, ich bin Sozialpsychologin und arbeite für Peregrina. Peregrina ist ein Bildungs- und Beratungszentrum für Migrantinnen aus der ganzen Welt. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Methoden, die niederschwellig sind, die gut für die Lebensqualität sind. Und heute sind wir an einem sonnigen Herbsttag im schönen Prater und da möchte ich diese Methode vorstellen. Gehen hat ganz viele Vorteile. Also erstens einmal, es ist sehr informell, es ist sehr entspannt, es ist auch weniger hierarchisch als eine Beratung in einem Büroraum. Ein weiterer Vorteil, der sehr wichtig ist, auch für benachteiligte Gruppen, ist der gesundheitliche Aspekt. Gehen ist gesund für Körper, Geist und Psyche. Es ist auch spannend, Gehen aktiviert und beruhigt gleichzeitig. Also es gibt ja viele Studien, die sagen, die Leistung wird gesteigert, auch das Wohlbefinden, auch das Selbstvertrauen. Und andererseits ist durch das Gehen kann man Stress und Angst abbauen. Also es ist sehr spannend. Und beim Gehen draußen muss man auch denken, dass die Natur einen sehr positiven Einfluss hat auf unser Wohlbefinden. Und ich möchte nur Hippokrates zitieren, Gehen ist die beste Medizin. Ja, der größte Nachteil ist eigentlich, dass es nicht immer geht. Es müssen ganz bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, damit man es machen kann. Und das Zweite ist, es braucht Erfahrung in der Beratung, weil es ist schwieriger wie drinnen, es ist kein geschützter Rahmen, die Rollen müssen neu definiert werden und auch die Dokumentation kann erst im Nachhinein gemacht werden, weil man ja nicht am Computer sitzt und nicht mitschreiben kann. Was auch schwierig ist manchmal, eine geeignete Route zu finden. Es soll ruhig sein, es sollen nicht viele Leute unterwegs sein. Es ist sehr schön, wenn man im Grünen sein kann. Das muss aber nicht sein. Wenn man eine stille Gasse hat oder einen großen Platz, kann man das auch dort machen. Es geht nicht für jedes Thema leider. Heikle, sensible Themen, zum Beispiel Gewalt in der Familie, ist nicht geeignet, während andere Themen wiederum wie Entscheidungsfragen oder neue Perspektivenentwicklung oder Aufarbeiten von unangenehmen Erfahrungen, Reflexionen über das Leben, das sind wirklich tolle Themen, die gut passen. Was mir am meisten bei diesem Beratung im Gehen-Projekt gefällt, ist, dass man viel offener miteinander redet, beziehungsweise beim Gehen entstehen diese hierarchischen Strukturen, sind nicht mehr so starr beim Gehen und die Frauen konzentrieren sich viel mehr auf sich selber, also so nachdem da gegenüber sitzende Person nicht da ist und der Weg jetzt sozusagen hineinfließt, tun ihre Gedanken auch so hineinfließen. Ich habe viel bessere Erfahrungen, wenn es um Berufsorientierung geht, beim Beratung im Gehen als Beratung im Sitzen. Aber Nachteile ist, der Wetter kann sich schnell ändern. Das ist ein Nachteil. Vielleicht ein Nachteil zum Dokumentieren. Da wird es ein bisschen schwierig, weil man ja beim Gehen nicht notieren kann. Insofern tue ich halt Gedächtnisprotokolle und da könnte auch so ein paar Sachen in Vergessenheit geraten. Ansonsten sehe ich keine Nachteile. Es ist ein Gewinn für Peregrina und für Frauen, glaube ich, dass wir Beratung auch im Gehen anbieten. Ja, das war ganz gut praktisch für mich und ich habe bekommen Antwort
Wasser kann benutzen, wäre es der richtige Weg. Und ja, ich hätte gerne nochmal so Outdoor-Beratung bekommen. Bei Gehen kann man frische Luft einatmen und ganz entspannend reden. Danach man hat einen freien Kopf. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ich suche richtige meinen Weg. Und Thema von meiner Beraterin war meine Weiterausbildung in Österreich. Was brauche ich eigentlich für meinen Rucksack bei Beratungen gehen? Sehr wichtig ist ein Mobiltelefon, um die Zeit zu checken, die Route und auch das Wetter. Auf jeden Fall brauche ich auch etwas für Notizen. Wichtig ist auch ein Regenschirm, man weiß ja nicht, wie das Wetter wird, und eine Sonnencreme, falls es heiß wird. Falls es Moskito gibt, ein Repellent. Gut ist auch eine Wasserflasche, natürlich auch mit Becher für die Beraterin. Wichtig ist auch ein First Aid Kit, falls etwas passiert, und Taschentücher. Es ist auch gut, ein Kleingeld dabei zu haben für einen Toilettenbesuch. Und wir haben auch ganz gern Wäscheleine und Stifte und Karten, damit wir auf Bäume etwas aufhängen können. Das wäre es eigentlich schon. Ich finde ganz wichtig, dass sich die Beraterin als eine Art Wegbegleiterin sieht, dass sie sich sorgt um die Klientin, dass die sich wohlfühlt, dass sie sich an ihr Gehtempo anpasst, damit sich die Klientin einfach gehen lassen kann.